Heute nähen wir eine klassische Pyjama-Bluse. Das Schnittmuster dazu und zur Schlafmaske sowie zur Hose findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom Schnittmusterlabel Juliana Matejews und heute zeige ich euch, wie ihr eine coole Pyjama-Bluse mit langen Ärmeln und Manschetten, Revers-Kragen und aufgesetzter Tasche näht. Was gibt es eigentlich Schöneres, als es sich an einem Sonntag gemütlich zu machen in seinem schönen Pyjama, der ganz gemütlich ist, mit einem Buch in der Hand, Kakao trinkend auf dem Sofa? Ich glaube nicht vieles. Dazu haben wir ein klassisches, aber super schönes Schnittmuster entwickelt, bestehend aus einer Bluse für den Pyjama, einer Pyjama-Hose mit Gummizug und einer Schlafmaske. An sich ist der Pyjama auch gar nicht schwer zu nähen. Nur bei der Bluse gibt es hier und da ein paar Kniffe und Tricks, die du beachten solltest. Also mach direkt mit, befolge alle Schritte, die ich dir hier zeige, Schritt für Schritt. Pausiere, wo du es brauchst, wiederhole so oft du möchtest, dann kann nichts schief gehen und du kannst auch nichts vergessen oder überspringen. Ich nutze ein Baumwoll-Leinen-Gemisch. Das lässt sich nicht nur super gut und easy verarbeiten, sieht auch noch richtig schön und luxuriös aus und ist auch gemütlich. Also das Beste aus allen Welten. Wenn du deinen Stoff dann gewaschen oder heiß abgedampft hast, dann kann es direkt mit dem Nähen losgehen. Das Schnittmuster findest du über den Link in der Beschreibung. Also für die Bluse, für die Hose und für die Schlafmaske. Und dann würde ich sagen, lasst uns mit dem Nähen starten. Aber bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren YouTube-Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil der nächsten Kollektionen für die Schnittmuster mehr verpassen und immer weiter nähen. Im Rückteil legen wir uns als erstes die Falten. Da haben wir verschiedene Knipse und jeweils legen wir dann die äußeren Knipse zum mittleren Knips, sodass sich eine Kellerfalte ergibt. Die beiden gelegten Falten können wir dann mit einer Stecknadel fixieren und nähen da gleich mit einer kleinen Hilfsnaht drüber, damit uns die Falten dann später nicht mehr verrutschen. Von der anderen Seite sieht das aus wie eine Quetschfalte. Wir nähen diese Falten jetzt fest auf unserer Nahtzugabe, also nur so eine Füßchenbreite von der Kante entfernt, damit wir die Naht später nicht mehr sehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Das Rückteil mit der Passe fertigen wir wie folgt. Wir legen eine Passe so rum mit dem Halsausschnitt nach unten vor uns hin und mit der rechten Stoffseite auf den Tisch. Dann legen wir unser Rückteil darauf und zwar mit der linken Stoffseite, sodass die Teile jetzt links auf links liegen und legen dann auf die obere Stoffseite hier, das ist die rechte von meinem Rückteil, rechts auf rechts die nächste Passe. Das machen wir und sandwichen quasi unser Rückteil da rein, denn die Passe liegt doppelt und sowohl von innen als auch von außen möchten wir dann auf die rechte Stoffseite der Passe schauen. Wenn dann alle 3 Lagen zusammengesteckt sind, dann nähen wir einmal gerade rüber und eben durch alle 3 Lagen. Wir schauen jetzt von der linken Seite der Bluse auf unsere Passe und bügeln hier einmal die Naht schön, sodass die Nahtzugaben sich schön in die Passe legen. Von dieser Seite sehen wir die Quetschfalte, von der rechten Seite haben wir dann die normale Kellerfalte. Und dann möchten wir unser Rückteil mit der Passe mit unserem Vorderteil bzw. beiden Vorderteilen verbinden. Dafür legen wir als erstes einmal rechts auf rechts unser Rückteil mit der Passe auf unser Vorderteil mit den beiden Schultern zusammen und wir stecken erstmal nur die äußere rechte Lage von unserer Passe darauf fest. Da reicht eine Nadel rechts und links, das soll einfach nur kurz befestigt sein. Dann nehmen wir die noch freie Passe in die Hand und werden einmal unser Rückteil und unser Vorderteil zwischen den beiden Passen verstauen, sodass die beiden Schulternähte von der Passe wieder aufeinander liegen. Also alles ist jetzt quasi wie in so einem kleinen Täschchen verpackt und wir können jetzt die zusammengesteckten Schulternähte von Passe und Vorderteil mit der anderen Passe zusammenstecken, sodass wir hier auch wieder 3 Lagen zusammenstecken.
Dann nähen wir jetzt einmal hier rüber und noch über die andere Schulternaht. Dann können wir unsere Bluse einmal komplett wenden. Das heißt, hier durch unser Halsloch beide Seiten nach außen kehren und einmal über die Schulternaht bügeln. Dann bereiten wir unsere Taschen vor. Da bügeln wir die obere Kante zuerst 2 cm zur linken Stoffseite um und dann weitere 2 cm, sodass wir eine Einschlag-Umschlag-Kante haben. Und im Abstand von 2 cm zur oberen Kante nähen wir darüber. Um unsere untere Kurve nähe ich jetzt noch 2 kleine parallele Nähte, die auf meinen Nahtzugaben verlaufen mit einer großen Stichlänge von 4,0. Und dann nähe ich ohne zu verriegeln einmal so 5 cm jeweils um die Rundung. Mache das einmal 0,5 cm von der Kante entfernt und einmal 0,7 cm von der Kante entfernt. Denn um das Ganze gleich schöner umlegen zu können, wollen wir diese Strecke einmal zusammenraffen und dafür machen wir eine ganz normale Kräuselnaht. Lasst die Fäden am Anfang und am Ende ein Stückchen hängen, sodass ihr sie gut greifen könnt und dann nehmt euch entweder die beiden Oberfäden oder die beiden Unterfäden und kräuselt die kleine Rundung hier etwas zusammen, denn was wir als nächstes machen möchten, ist, dass wir die noch offene Kante 1 cm zur linken Stoffseite umfalten und darüber bügeln. Und wenn wir die zuvor gekräuselt haben, dann können wir die einfach so viel schöner rund legen. Macht das also jetzt einmal entlang der Tasche und dann können wir die Tasche so positionieren auf unserem Vorderteil. Die Position ist in eurem Schnittmuster eingezeichnet. Genau da legen wir unsere Tasche an und stecken sie jetzt im U ringsherum fest. Und dann nähen wir knappkantig um die Tasche herum und lassen nur den Eingriff oben offen. Die Kragenschnittteile legen wir rechts auf rechts aufeinander und stecken die kurze Strecke zusammen. Diese nähen wir als nächstes. Die Nahtzugabe können wir auch einfach auseinanderbügeln. Den zusammengesetzten Kragen legen wir dann auf unseren Oberkragen rechts auf rechts und beide Teile stecken wir zusammen. Nicht wundern, der Ober- und der Unterkragen sind nicht genau gleich groß, das ist richtig so, denn die sollen sich schön legen, wenn sie umgeklappt werden. Wir stecken jetzt auf jeden Fall von der mittleren Ecke die obere Strecke entlang der Rundung und nähen dann auch gleich von der Ecke über die Rundung bis zur anderen Seite und wieder zur Ecke. Wie gerade gesagt, beginnen wir also genau in der Ecke, wo wir angefangen haben zu stecken, 1 cm von der Ecke entfernt, verriegeln dort und nähen dann einmal um die runde Strecke bis zur anderen Ecke. Quer gesehen 1 cm von der Ecke entfernt verriegeln wir wieder. In die Rundung schneiden wir auch hier wieder unsere kleinen Einschnitte ein oder auch gerne in V-Form, damit wir da weniger Stoff haben beim Wenden. Dann krempeln wir das Ganze also einmal um, machen auch unsere Rundung hier sehr schön und möglichst symmetrisch und bügeln dann einmal über die obere runde Kante. Wir stecken jetzt unseren Kragen in das Halsloch und das machen wir in mehreren Schritten. Wir beginnen einmal hier bei der Ecke und gehen dann einmal ringsherum. Also 1 cm von unserer Ecke entfernt, hier, gehen wir in unseren Stoff, genau bei der Ecke 1 cm entfernt, stecken wir die Nadeln da durch. So, diese Positionen müssen nämlich genau aufeinander passen. Dann stecken wir die kurze Strecke in Richtung der vorderen Kante, genau dort auf den Knips. Dann
nähen wir gleich die schöne weite Strecke hier bis zur nächsten Ecke ringsherum. Also auch hier wieder 1 cm von der Ecke entfernt gehen wir in unseren Kragen und stechen da genau auf die Ecke im Schnittteil. Und das Ende von unserem Kragen wird dann genau auf den Knips gelegt. Ich stecke mir dann schon einmal meine hintere Mitte von meinem Kragen auf die hintere Mitte meines Passenschnittteils. Dann verteile ich noch die restliche Strecke aufeinander, um mein Halsloch herum und den Kragen. Und es ist richtig, dass wir auch hier wieder durch mehrere Lagen nähen. Das sind beide Lagen von unserem Kragen und dann beide Lagen von unserer Passe und im Vorderteil nur die einzelne Lage. Denn wir vernähen den Rest noch mit einem Beleg und dann sieht man die offene Kante auch nicht mehr. Wir beginnen dann also bei der kurzen Strecke, dort wo wir den Kragen am Knips angelegt haben, und nähen dann auf die Ecke zu. 1 cm vor der Ecke lassen wir dann unsere Nadel stecken, entfernen die Stecknadel dort, drehen das Ganze, indem wir unseren Nähfuß heben, gucken, dass alle Lagen auch immer noch schön aufeinander liegen und nähen dann in die nächste Richtung weiter. Ganz rüber bis zur nächsten Ecke. Dort lassen wir die Nadel wieder im Stoff stecken, heben unseren Nähfuß an, drehen das Ganze in die nächste Richtung und nähen dann noch einmal bis zur Ecke hier von unserem Kragen, die dann wieder genau auf den Knips trifft. Und dort nähen wir ganz bis zum Ende. Verriegeln, dann ist der Kragen angenäht. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben also hier, wenn man von der rechten Seite schaut, eine Ecke genäht. Und damit sich das Ganze schöner legt, werden wir hier in unsere Nahtzugabe einmal einschneiden. Und zwar schneiden wir die untere Lage hier mit so einem kleinen Knips genau bis zur Ecke ein. So, und machen das auf der anderen Seite auch noch. Dann ist da nämlich weniger Zug drauf. Und hier bei unserer Kragennaht im Halsloch werden wir die ganzen Rundungen auch noch einmal mit kleinen Knipsen bis kurz vor die Naht einschneiden. Und von der rechten Seite bügeln wir dann einmal darüber, über die Ecke und hier entlang der gesamten Kragenansatznaht, damit das Ganze schön flach ist. Dann setzen wir einmal die Belege zusammen. Oben hier ist mein hinterer Beleg vom Halsloch, vorne sind meine vorderen Belege und die kleinen Schulternähte, die legen wir jetzt einmal rechts auf rechts und stecken sie zusammen. Und diese beiden kurzen Strecken, die schließen wir als nächstes. Die Nahtzugaben von unseren kurzen Schulternähten, die bügeln wir einfach auseinander. Den zusammengesetzten Beleg legen wir dann rechts auf unsere vordere Kante und auch um den Kragen drumherum. Denn damit möchten wir jetzt die Ansatznaht, die wir eben gefertigt haben, auch komplett verdecken. Ich beginne hier an der oberen abgerundeten Kragenkante. Dort kann ich auch meine Rundungen genau aufeinander stecken. Dann stecke ich hier meine Ecken aufeinander. Die Strecke dazwischen stecke ich auch fest. Dann geht es einmal hier um das Halsloch. Als erstes die Schulternähte, die stecke ich genau aufeinander, auf der anderen Seite auch. Könnt ihr auch eine Quernadel stecken. Die Strecke dazwischen im hinteren Halsloch stecke ich als nächstes. Und dann geht es wieder hier ins Vorderteil. Erst die Ecken aufeinander. Dann zu meiner Rundung.
und die vordere Kante ganz hinunter zum Saum. Auf der anderen Seite stecke ich die Kante zum Saum auch noch fest. So, und wenn ich das gemacht habe, dann nähe ich einmal ringsherum, also von vorderer Kante um das Halsloch, wieder runter die Kante bis zum Saum. Ich beginne hier also ganz unten am Saum, verriegle dort und nähe einmal komplett ringsherum mit einer Nahtzugabe wie immer von 1 Zentimeter. Hier an der Ecke probiere ich eine möglichst schöne, gleichmäßige Rundung zu nähen. Wenn ich über die Nähte nähe, dann achte ich darauf, dass die Nahtzugaben immer noch schön auseinander liegen. Und die Ecken, die verarbeiten wir einfach wie zuvor. Das heißt, wir lassen unsere Nadel dann immer in der Ecke 1 Zentimeter davon entfernt stecken, heben unseren Nähfuß, drehen das Ganze in die nächste Richtung, wie ich es hier gerade mache, und nähen dann weiter. So machen wir das auf beiden Seiten und nähen dann wieder hier eine schöne zweite Rundung und runter bis zum Saum. Hier haben wir also unsere Ecken genäht und die Nahtzugaben möchten wir hier auch wieder einschneiden. Das machen wir genau an der Ecke bis knapp vor die Naht. Auf der anderen Seite machen wir das genauso. Anschließend wollen wir hier bei der Rundung erst wieder kleine Knipse in unsere Nahtzugabe schneiden, kürzen dann die Nahtzugaben hier auch noch auf die Hälfte zurück. Dann wenden wir unser Revers. Wir bügeln die Nahtzugaben bei der geraden Strecke auseinander, damit wir das schöner umlegen können. Und gehen dann noch einmal über die vordere Kante, damit die ganz flach ist. Die Naht möchten wir jetzt von keiner Seite sehen, weder von rechts noch von links. Gehen dann auch hier oben über unsere Ecke, damit sich die ganz flach legt, und wiederholen das auch auf der anderen Seite. Damit sich der Beleg nicht immer vorne zeigt, möchten wir den jetzt noch festnähen. Und zwar legen wir jetzt hier genau die Schulternaht von unserem Beleg auf die Schulternaht von unserem Korpus, stecken uns die dort einmal fest und nähen dann hier einen kleinen Riegel einfach drüber. Wir gehen jetzt also von der rechten Seite mit unserer Nähmaschine genau im Schatten der Naht entlang, einfach nur so für 2-3 Zentimeter, nähen dort vor und zurück und machen das auch auf beiden Seiten unserer Bluse. Jetzt nähen wir den Ärmel ein und den platzieren wir hier mit dem Mittelknips genau auf dem Knips auf unserer Passe, rechts auf rechts. Und dann stecken wir auch die Strecken rechts und links davon zusammen. Beide Ärmel nähen wir jetzt mit einer Naht an. Die Nahtzugaben falten wir dann in Richtung des Ärmels und bügeln einmal schön über die Naht. Dann falten wir unseren Ärmel genau in der Hälfte rechts auf rechts und auch unser Vorder- und Rückteil legen wir rechts auf rechts aufeinander, sodass wir eine lange Strecke stecken können, und zwar vom Saum bis zu der Ecke hier, wo es losgeht mit unserem Ärmel, und dann runter bis zum Ärmelsaum. Wir nähen jetzt vom Ärmelsaum runter über die Ecke, genau bis dorthin, wo die Nahtzugabe für unseren Schlitz anfängt.
Wenn wir über die Ecke nähen, dann achten wir darauf, dass die Nahtzugaben wieder nach außen in Richtung Ärmel zeigen und die Ecke fertigen wir dann genau auf Höhe der Naht. Die Nahtzugaben bügeln wir auseinander. Erst von der Seitennaht. Und damit das dann besser geht, schneiden wir einmal schräg in die Nahtzugabe bei unserer gefertigten Ecke ein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch vorher noch etwas Einlage darauf bügeln. Und dann schneiden wir eben im schrägen Fadenlauf bis knapp vor die Naht, damit sich die Ecke schöner legt. Beide Manschetten legen wir auch rechts aufeinander und nähen dann einmal komplett um die geschwungene runde Strecke. Die Nahtzugaben an den Rundungen müssen wir einmal einschneiden mit kleinen Knipsen. Ihr könnt da auch ganze Faust als Knipse rausschneiden. Wichtig ist nämlich, dass sich das Ganze an den Rundungen besser legt, wenn wir das dann wenden. Und dafür die kleinen Knipse. Macht die immer in einem Abstand von so 3-4 mm entfernt und schneidet bis kurz vor die Naht. Aber bitte nicht die Naht verletzen, das ist ganz wichtig. Dann könnt ihr die Rundungen einmal schön ausformen, auch gerne mit einem Ecken- und Kantenformer. Und dann einmal drüber bügeln, damit die Kante, die wir jetzt gerade verstürzt haben, schön flach ist. So sehen unsere Manschetten also jetzt aus und ich habe mir hier einmal meinen Punkt von der vorderen Position von meinem Knopfloch markiert. Das möchten wir als nächstes sticken. Das Knopfloch sticke ich horizontal und mit meiner Maschine. Dafür setze ich einen Knopfloch-Nähfuß ein und werde hier im oberen Bereich meinen gewählten Knopf einspannen, damit die Maschine auch automatisch weiß, wie groß sie das Knopfloch sticken muss. Dann senke ich hier noch links den Hebel für mein Knopfloch und sticke los. Ich platziere hier meine Position vom Ende meines Knopflochs genau so, dass ich es sehen kann in meinem Nähfuß. Sticke das Knopfloch dann schnell. Zack, zack. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann positionieren wir unsere Manschette an unserem Ärmel und legen sie rechts auf rechts. Zuerst mit der Seite, wo wir das Knopfloch gefertigt haben, Kante an Kante auf den Ärmelsaum, stecken die dort fest, wo der Knips ist, legen sie dann einmal ringsherum um die offene Kante und dann überlappend wieder mit unserem Knips anlegen, sodass die Manschette sich eben ein Stückchen überlappt auf unsere Kante vom Ärmel. Also wenn ihr das nochmal kontrolliert und sozusagen umklappt, dann sollte jetzt die äußere Lage die mit dem Knopfloch sein, sodass wir innen dann den Knopf annähen können. Und die restliche Strecke, die verteilen wir einfach. Wir stecken jetzt also in einem beide Lagen von der Manschette auf die eine Lage vom Ärmel und nähen einmal ringsherum. Dann bereiten wir die Säume vor und bügeln sie 1 cm zur linken Stoffseite und dann nochmal einen weiteren Zentimeter um. Das können wir bei allen geraden Strecken im Saum so machen. Bei den Rundungen merkt man schon, es ist etwas schwieriger und dafür bereiten wir uns die Strecke noch an der Nähmaschine vor und steppen gleich mit einer großen Stichlänge einmal drum herum, damit wir hier eine kleine Raffung machen können. Die sieht man später auch gar nicht und dann lässt sich das Ganze noch viel besser umlegen. Wir stellen jetzt also die Stichlänge auf etwas ganz Großes wie 4,0 und nähen dann füßchenbreit von unserer Kante entfernt nur einmal um die Rundung, ohne am Anfang und am Ende zu verriegeln. Wir lassen die Fadenenden einfach so 10 cm hängen, stellen aber sicher, dass wir die komplette Rundung abgesteppt haben. Dann fassen wir einmal unseren Oberfaden oder Unterfaden, also auf jeden Fall nur eine Lage von unserem Faden, am Anfang und am Ende von unserer Naht, die wir gerade gemacht haben, und raffen uns das Ganze dann etwas zusammen. Nicht zu stark, nur so, dass sich diese Rundung eben besser umlegen lässt. Und auch hier falten wir dann erst 1 cm zur linken Stoffseite und dann noch einen weiteren.
Und auch falten wir bei unserem Beleg hier an der vorderen Kante den 1 cm um und dann den weiteren Zentimeter und klappen das sozusagen über den Beleg. Dann können wir einmal um unseren Saum steppen, begonnen von der einen vorderen Kante, und dann nähen wir auch zur anderen vorderen Kante. Wir nähen jetzt mit einem Abstand von 1 cm zur Kante unten, also nähen wir knappkantig von der linken Stoffseite aus betrachtet, neben dem Stoffbruch, den wir uns da festgesteckt haben. Dann nähen wir hoch bis zu der Höhe unseres Schlitzes. Dann könnt ihr hier verriegeln und die Naht beenden und auf der anderen Seite dann gleich weiter nähen. Oder ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr sozusagen quer einmal über den Schlitz drüber näht, je nachdem wie ihr es schöner findet. Wenn der ganze Saum dann auf jeden Fall abgesteppt ist, dann folgen noch unsere Knopflöcher und Knöpfe. Dafür markiert euch gerne einmal die Knopflochpositionen auf eurer vorderen Kante. Ich sticke jetzt vertikale Blusenknopflöcher ohne Auge, also die ganz normalen Standardknopflöcher, lege mir meine Knopflochposition jetzt so an, dass ich sie vorne in meinem Knopfloch-Nähfuß sehe, und dann steppe ich dieses Knopfloch eben ganz automatisch mit der Maschine. Und wenn das Ganze fertig ist, dann mache ich auch noch alle anderen Knopflöcher. Auf der anderen, von mir, wenn ich die Bluse anhabe, getragenen linken Seite, dort nähe ich meine Knöpfe an. Ich habe hier meinen Faden doppelt genommen, habe dann in das Fadenende einen Knoten gemacht, bin jetzt von der linken Stoffseite eingestochen, damit das Ganze auch wirklich schön hält. Vernähe am Anfang 1-2 Mal, nähe dann durch alle meine Augen von meinem Knopf ein paar Mal, 3-4 Mal, und nähe den Knopf dann eben komplett fest, und danach werde ich alle weiteren Knöpfe annähen. So, dann habe ich also alle Knopflöcher gestickt, alle Knöpfe angenäht, und die Knopflöcher, die muss ich jetzt noch aufschneiden. Dabei achtet bitte darauf, dass ihr die kleinen Nähte von eurem Knopfloch nicht verletzt, sondern wirklich nur den Stoff dazwischen aufschneidet. Macht das gerne mit so einer kleinen Stickschere wie ich, und dann könnt ihr alle Knöpfe schließen. Und damit sind alle Nähschritte beendet. Ganz viel Spaß beim Tragen und gute Träume! Ja, das war's auch schon. Hast du deine Pyjama-Bluse schon Probe getragen? Wenn ja und wenn du zufrieden bist, dann kannst du direkt weitermachen mit der Hose und der passenden Schlafmaske. Teil doch super gerne auch deine Resultate auf Social Media mit uns. Wir freuen uns immer riesig, von euch zu hören, euch zu sehen und mit euch zu schreiben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten gemeinsamen Nähen. Fühlt euch gedrückt und ganz schöne Träume in eurem Pyjama.